Casanova wurde mal gefragt, hey Casanova, sag mal, wie machst denn du das mit den ganzen Frauen? Wie funktioniert das? Wie läuft's mit den Girls? Und da hat er gesagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, ich verliebe mich in jedes Mädchen ein bisschen. Ich würde mich nicht als Casanova bezeichnen, maximal als Outdoor-Casanova. Und bei mir ist es ähnlich. Ich habe die Autos immer 2 Wochen und manche mag ich mehr, manche mag ich weniger. Aber jedes Auto hat ein bisschen meiner Liebe, sonst würde ich diesen Job nicht machen. Ganz bestimmt. Ja, und mit der Giulia Quadrifoglio von Alfa Romeo war es ein bisschen was anderes, denn ich will dieses Auto heiraten, ich will es besitzen, ich will es Josef Fritzl-mäßig in meine Garage einsperren und eigentlich nur maximal 2 bis 3 Mal im Sommer bei gutem Wetter rausholen. Vielleicht jetzt auch nicht so viel Pollenflug, ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich in den verliebt, ich habe den gefahren auf der Nordschleife in Frankfurt im Schnee, konnte ihn euch aber nie vorstellen. Ja, und das wollen wir heute zusammen eben machen. Hallo und herzlich willkommen bei dem Autotester, eurem Autotester des Vertrauens aus dem Schwarzwald. Auf YouTube habt ihr uns gefunden, abonniert das gerne, macht die Glocke an, macht mich glücklich. Instagram, Facebook, www.derautotester.de, unser Online-Magazin, auf TikTok, da schaut da vorbei, findet uns, wir sind ganzes Team. Ich stehe hier auf diese Mischung eben aus Sportlimousine und Supersportwagen. Die Optik, die betört mich ehrlich gesagt mehr wie der rote Badeanzug von Pamela Anderson. Ja, was werden wir heute zusammen machen? Wir schauen uns den außen ein bisschen an. Ne? Wir gehen rein, wir hören den Sound, wir probieren mal, ob wir einen Launch Control Start machen können. Wir machen eben alles, was mich und euch interessiert. Es ist ein kleiner, kein Abgesang, sondern eine Liebeserklärung für mich ans Auto. Das wird es jetzt bald neu geben im Modelljahr 2020. Wir haben euch Stelvio und Giulia neu vorgestellt. Und jetzt kommt er mal mit und wir sprechen ein bisschen über die Historie erstmal von dem Auto. 2016 kam es auf den Markt und ich und die Alfisti, wir haben gesagt, che bella macchina. Wir waren richtig froh, dass der kam. Ja, und dann war es aber so ein bisschen komisch, ne? Denn die Allmanns im ersten Verkaufsjahr 2017, da hat er sich, glaube ich, 2500 Mal verkauft, aber überraschend war, 20%, also jeder 5. entfiel auf die 510 PS Quadrifoglio-Version. Was eigentlich gar nicht so überraschend ist, wenn man bedenkt, dass dieses Auto eben wahnsinnig viel Leistung hat. 2,9 Liter Motor, der irgendwie von Ferrari angefasst worden sein soll, bezahlbar ist, wunderschön aussieht. Aber ich komme schon wieder viel zu sehr ins Schwärmen. Ja, aber wenn man dann halt guckt in Deutschland in diesem Segment das Wettbewerbsumfeld um den Audi A4, den 3er BMW oder die Mercedes C-Klasse, das hört da schon an den Namen, ist halt echt schwierig. Und ja, dann war es halt so am Anfang, die Italiener haben gesagt, ja, dann gibt es nur als Limousine, eine Kombi machen wir nicht. Wir sind Italiener, wir stehen auf Sexappeal, wir stehen nicht auf Kombi. Ja, sexy ist uns wichtig, nice. Aber das sagen halt die Deutschen, nicht mit uns, wir wollen halt einen Kombi. Ja, okay, und überraschend ist dann in diesem Deutschland, wo wir ja alle sagen, Handschaltung, brrr, das ist das Richtige für mich, dass nur, und jetzt schätzt mal, 5% der Leute dieses Auto ja eben mit einer Handschaltung genommen haben. Die anderen haben auf die 8-Gang-Automatik völlig zu Recht von ZF vertraut und dann im Modelljahr 2018, der Modellüberarbeitung, haben die Italiener gesagt, die Handschaltung fällt raus. Leider, dieses Auto wäre wahrscheinlich, auch wenn es als Kombi geben wird, in Deutschland ein bisschen erfolgreicher. Ja, und insgesamt hat sich das jetzt bis, glaube ich, Ende 2019 6200 Mal verkauft. Und ja, dann haben wir ja jetzt hier quasi das Modelljahr 2019. Aber wir haben euch vorgestellt, Modelljahr 2020 von der Giulia. In dem Modelljahr bekommen wir jetzt auch noch die Quadrifoglio-Version da drauf. Und übrigens dieses Jahr, irgendwie glaube ich im Juni oder Juli, wird Alfa Romeo 110 Jahre alt. Das wird natürlich gefeiert. Und wie feiern Italiener das?
Natürlich mit Ballern. Es gibt eine GTA und eine GTA M-Version basierend auf der Giulia Quadrifoglio. Die wird 100 Kilo leichter. Die Rennstreckenversion, also die M-Version, wird keine Rückbank haben, hat 540 PS, beschleunigt in 3,6 Sekunden, also nochmal 0,3 Sekunden schneller auf 100. Und wenn ihr jetzt sagt, die hätte ich gern, dann müsst ihr euch sputen, denn es gibt nur 500 Stück davon. Und Alfa sagt, ja, wir geben euch so ein Testimonial von uns, irgendwie ein Markenbotschafter an die Hand, der streichelt euch dann von der Bestellung, bis ihr dieses Auto dann habt, dass ihr es euch auch ja nicht anders überlegt, weil ja, diese Sonderversionen werden richtig teuer, aber ich habe schon die Bilder gesehen mit der Pommestheke hinten drauf, dem Carbon überall, richtig geil. Lasst mir gerne eure Meinung zu den Versionen da und ich garantiere euch, wir haben ein ganz gutes Verhältnis zu FCA. Wir sind Freunde, ich übrigens, dass wir die euch auch vorstellen dürfen. Da würde ich mich sehr drauf freuen. Aber jetzt sprechen wir erstmal hier über die Optik. Rosso Competizione, und ich habe euch gesagt, das zieht mir genauso das Blut aus dem Kopf wie Pamela Andersons Badeanzug in Playboy. Ne? 2.800 € kostet die, das ist die Farbe, die für mich auf den Alpha einfach drauf gehört. Und ganz im Ernst, wir sind jetzt einmal drum rumgegangen, diese breiteren Kotflügel, die tiefe Straßenlage, das Carbon überall, die Lufteinlässe, die 4 Töpfe da hinten drauf. Alter! Was die Italiener können, ist einfach Design. Der Scudetto da vorne drauf, wunderschön. Wunderschön. Hier unten ist dann auch nochmal schön Lufteinlass. Hier haben wir dann so einen Frontsplitter, heißt das, aus Carbon. Und dieses Auto hat natürlich auch Funktion. Der kann 3 cm runterfahren ab 100 oder 110 km/h und sorgt dann für mehr Anpressdruck ab höheren Geschwindigkeiten, den man auch braucht. Und dann haben wir euch bei dem Modell, das neue Modelljahr 2020 vorgestellt und alle haben gesagt, wir haben hier Bixenon-Scheinwerfer, ist nicht mehr zeitgemäß, muss man einfach sagen. Und alle haben gesagt, ja, im neuen Modell werden es ja wohl Voll-LED-Scheinwerfer, nicht nur ein LED-Tagfahrlicht. Nicht so mit den Italienern. Dann haben sie gesagt, na, una bella luz, wir brauchen das nicht, wir behalten das. Die Einlässe hier auf der Motorhaube sind einfach ein Traum. Und ja, dann gehen wir mal so ein bisschen ins Profil vom Auto. Und erstmal erzähle ich euch natürlich noch was über die Funktion. Das Auto wiegt nur knapp 1,6 Tonnen. Und das erreicht man halt mit einer Karosserie aus hochfestem Stahl. Wichtig ist das, weil, naja, wir haben halt bei diesem Auto einen sehr kranken Wettbewerb. Das habe ich euch gesagt. Alfa Romeo hat dann damals gesagt, wir gehen damit auf die Nordschleife. 7 Minuten 32 Sekunden haben sie geschafft, Rekord für Limousinen mit Serienzulassung da drauf. Und dann jetzt 2018 kam, glaube ich, Jaguar mit dem XE, mit dem Project 8 oder so heißt der. Der hat dann 7,21 gebraucht und Alfa will ja diesen Rekord dann mit der GTA M-Version vermutlich wieder zurückholen. Aber das Auto ist halt leicht und jetzt kommen wir zurück. Und auch das Wettbewerbsumfeld eben ist natürlich riesig jetzt in dem Limousinen-Sportbereich mit dem RS4, mit dem RS5 Coupé, mit dem RS5 Sportback, mit dem C63 AMG, mit dem M4, mit dem M3, das seht ihr schon. Also haben wir hier ein leichtes Auto und dieses leichte Auto hat eben diese Karosserie aus hochfestem Stahl, hat Aluminiumteile in der Tür, in den Kotflügeln und der Radaufhängung und hat sehr viele Carbonteile. Natürlich die Anbauteile vorne wie den Splitter, hier wie den Schweller, aber wir haben auch die komplette Motorhaube aus Carbon, wir haben das Dach aus Carbon, kostet 3.000 € extra, ja, und wir haben die Antriebswelle aus Carbon, deshalb ist es sehr leicht. Und jetzt schaut euch hier mal das Profil an. Woran erkennt natürlich der Alfisti oder der Alfista oder die Alfisti, dass wir hier eine Quadrifoglio, eine Kleeblattversion haben, am Kleeblatt natürlich hier drauf. Und dann haben wir hier schön 19 Zöller, tolles Design, hier die Classico-Felge. Wir haben hier auch eine Brembo-Bremse, die hat serienmäßig vorne 360 mm Durchmesser und hinten 350 mm. Vorne 6 Kolben, hinten 4 Kolben. Eine tolle Bremse, die funktioniert richtig gut, macht euch da keine Sorgen. Aber es gibt die Freaks da draußen, die sagen, das reicht nicht, Bremsen sind wichtig, Brembo-Bremsen reichen nicht. Und die bekommen dann halt eine Keramikbremse für 7.500 €. Das ist so viel, ja, wie so ein gebrauchter Mini kostet, ne? Und die haben dann 390 mm vorne und 360 mm hinten. Völlig verrückt. Aber hier dieses Profil vom Auto mit diesem schönen Carbonschweller mit den hinten abgedunkelten Scheiben für 450 € ist einfach ein Traum. Aber jetzt haben wir hier halt eine Limousine und die hat halt im Vergleich zu einem 911er den Vorteil, dass wir hinten
noch wirklich reinsitzen können. Und deswegen springe ich einfach jetzt mal rein. Ja, und ihr seht schon, ich habe genug Platz für den Kopf, ich habe Platz für die Schultern. Es ist toll verarbeitet hier drin, es riecht nach frischem Leder. Wir haben in der Tür hier drin so ein Carbon-Element. Wir haben rotes Leder, roten Plastik, schön verarbeitet, dunkler Himmel. Typisch Alpha, nur für die Knie ist ein bisschen wenig Platz. Hier ein USB-Stecker, aber naja, darum geht es ja nur am Rande. Ich springe auf der anderen Seite raus. Hallöchen, da bin ich, mach die Tür wieder zu. Es geht ja hier auch um Look. Ja, und red mal ein bisschen weiter übers Auto. Hier hinten haben wir so einen kleinen Bürzel-Spoiler drauf, auch in Carbon. Das ist schön, Alfa Romeo Zeichen. LED-Rückleuchten hier hinten. Und jetzt, bevor ich zum Wesentlichen vom Auto komme, sprechen wir über den Kofferraum. Hier ist er, 480 Liter groß. Und eben im Vergleich zu einem 11er haben wir hier halt auch so viel Platz, dass es dieses Auto wirklich sehr alltagstauglich macht aus meiner Sicht, genauso wie auf der Rückbank. Es muss gar nicht immer das SUV der Stelvio sein, sondern ja, manchmal reicht auch der. Ja, und jetzt kommen wir halt zu was sehr Wesentlichem. Ich beug mich mal runter. Und viele Autos sind ja von neuen Abgas-Geräuschvorschriften, von Otto-Partikelfiltern auch gebeutelt. Und ja, jetzt haben wir hier einen Diffusor drauf, der sieht eigentlich aus, als hätte ihn jemand an einen Ferrari abgeschraubt. Haben 4 Endtöpfe hier drauf, schaut euch das mal an, diese Kiemen da unten. Und ich sage euch mal eins, dieses Auto klingt nicht wie so ein scheiß Golf GTI 4-Zylinder, Klappenabgasanlage, Burger King Parkplatz Edition. Der klingt nach Ferrari, der klingt richtig laut. Alter! Selten so einen geilen Sound gehört, vielleicht beim alten 8-Zylinder F-Type. Ihr bleibt da, ich schmeiße ihn euch an und ihr hört einfach nur zu. Und lasst mir eure Meinung da. Nachher gibt es das Ganze noch, beziehungsweise später beim Fahren, unter Last und da ist es nochmal beeindruckender. So, aber jetzt machen wir was ganz Entscheidendes. Jetzt sprechen wir über den Motor. Und schaut es euch mal an, hier ist er, Kleeblatt drauf. Und hier sieht man dann auch, die Haube ist wirklich aus Carbon. Und dann ist eine ganz entscheidende Sache, und das war auch bei meiner Recherche vom Auto gar nicht so einfach rauszufinden. Woher kommt der Motor? Ist er von Maserati? Ist er von Ferrari? La Bella Macchina? Ich weiß es nicht. Ich vermute es von Maserati. Manche haben gesagt, es ist der 8-Zylinder aus dem California T, nur mit 2 Zylindern weniger. Was feststellt ist, dass die V-Firm 90% hat mit Biturbo-Aufladung. Hier steht es auch drin, V6 90. Ja, und dann haben wir 2,9 Liter Hubraum bei diesem Auto, was so wie es hier steht, 1595 Kilo wiegt. Heckantrieb ist eine kranke Heckschleuder natürlich über eine 8-Gang-Automatik von ZF verbunden ist. Ja, und so beschleunigt der halt einmal mal in 3,9 Sekunden auf 100 Mega. Wird 307 km/h schnell. Ist auch nicht wie so bei deutschen Autoherstellern, dass man sagt, der darf nur 250 km/h schnell werden. Wenn man 280 oder 300 fahren will, dann muss man 5.000 € und seine Schwiegermutter verkaufen. Nein, der wird einfach 307 km/h schnell. Geil, oder? Finde ich auch tatsächlich. Ja, und dann geht es natürlich auch vielleicht noch so ein bisschen um den Verbrauch, wenn es euch interessiert. 9,2 Liter im Norm, damit ist er angegeben. Wir haben tatsächlich von 10 bis 20 Liter alles mal gebraucht. Aber Motor ist schön, wunderschön sogar. Wirklich ein riesen Kaufargument für dieses Auto. Was wir jetzt machen wollen ist, den Innenraum erst anschauen. Schauen, ist er noch zeitgemäß und ballern, Launch Control, fahren halt. Ja, kommen wir zum Innenraum. Und erstmal finde ich, dass die Journalie und viele Tester dem echt Unrecht getan haben, aber irgendwie auch nicht. Erstmal für Sportwagen-Freaks ist hier drin eigentlich alles da, was man braucht. Carbon, ganz viel Rot,
ganz viel Alcantara, ganz viel Sportlichkeit. Dieses Auto riecht genauso, ja, wie man sich das vorstellt, dass ein Auto riechen soll, damit man es im Gedächtnis behält. Dieses Lenkrad hier mit Alcantara in der Fläche hier oben, mit weichem Leder, in der Grifffläche mit Carbon, mit dem Start-Stopp-Knopf hier, sieht genauso aus, wie man sich ein Sportwagenlenkrad vorstellt, von Ferrari, von Alfa, von Maserati, perfekt. Der Gangwahlhebel hier ist ja nicht so griffig, ehrlicherweise. Der Drehdrücksteller hier fürs Infotainment ist auch gut fahrerorientiert. Ja, und dann muss man sagen, ist ja ein kleines Abgesang-Video hier drin. Das neue Modell, ja, das hat dann hier einen anderen Gangwahlhebel, moderneres Infotainment, mehr Assistenten. Also genau das, was die Kollegen teilweise kritisiert haben, was dieses Auto eigentlich bräuchte, um mithalten zu können mit Audi, BMW und Mercedes. Stimmt wahrscheinlich auch und wahrscheinlich muss man das auch sagen. Aber wenn man sich dieses Auto kauft und sagt, ich will eine Fahrmaschine und ab und zu mal meine Kinder hinten mitnehmen, langsam fahren dann natürlich, dann ist das, was hier drin ist, völlig ausreichend aus meiner Sicht. Ne? Und die Technik, die hier drin ist, ist ein 7 Zoll TFT hier, ein 8,8 Zoll großes Infotainment hier. Und eben schön ist, dass wir noch den Drehdrücksteller hier haben. Ja, und dieses System da vorne besteht halt links mit dem Drehzahlmesser analog noch, rechts mit der Geschwindigkeit analog. Und in der Mitte haben wir halt ja, so ein TFT, was einem die wichtigsten Fahrdaten drauf zeigt. Am Lenkrad haben wir links dann ein Tempomat hier, wo man den Abstand einstellen kann. Da ist eben der Knopf. Und dann haben wir hier halt schönen Lederbezug mit einer roten Naht, Carbon hier rotes Leder und die Sitze, Alter. 1.500 Euro kostet es, dass man die 8-fach verstellen kann. 1.000 Euro kosten die Sportsitze hier mit Alcantara in der Sitzfläche, Glattenleder aus mit Alfa Romeo Zeichen in der Nackenstütze dann. Und dann gibt es noch die Sparco-Sitze für 3.900 Euro. Und wenn ihr euch echt was Gutes tun wollt, verzichtet einfach auf die Keramikbremsen, nehmt die Sitze. Zweimal, nee, einmal reicht ja schon. Ja, Carbon haben wir hier in der Mittelkonsole. Und dann beschäftigen wir uns mal ganz kurz hier ja, mit dem Infotainment. Das war vielen zu veraltet, ist es wahrscheinlich auch, aber es hat alles, was man braucht. Wir haben Radio, Medien, Telefon können wir verbinden, hier dran über Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Eine Navigation haben wir, das ist nicht das größte, nicht das schnellste System, aber hier Fahrzeug, auch Fahrzeugstatus, Reifen, Wartung, Ölstand haben wir. Hier Efficiency Drive können wir auch ein bisschen ja, was lernen, wie man effizient fahren kann. Das sieht doch alles ganz gut aus. Hier haben wir eine Betriebsanleitung und bei den Einstellungen sehen wir dann die Assistenten, Parksensoren, hier Rückfahrkamera, Autobrake, Bremsservice. Das ist im neuen Modell ja dann wesentlich viel mehr. Was hier ist, ist der DNA-Schalter. Da haben wir erstmal A, N, also A für, ich glaube, das ist die höchste Effizienzstufe, ein ökologischer Modus, N für neutral, D dann für Dynamic und dann gibt es, das geht aber nur im Stand, hier noch den Race-Modus und hier können wir die adaptiven Dämpfer härter oder weicher stellen. Hier gibt es dann auch noch so einen Drehregler, das finde ich schön, dass es den noch gibt. Dunkler Himmel haben wir hier drin, Carbon, alles gut verarbeitet, die Sitze sind gut bequem. Ganz im Ernst, Freunde, was will man denn in einem Sportwagen mehr? Natürlich kann man das hier alles in die Moderne bringen, aber schaut euch mal den Audi RS 5 Sportback inzwischen an, da fragt man sich dann schon, ist da nicht zu viel Technik drin? Die Ingolstädter sagen nein, die Alfisti sagen vielleicht ja. Ich weiß es nicht. Was ich euch allerdings sagen kann ist, wir werden jetzt losfahren. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews. Hier ist er, der Schlüssel, so sieht er aus, der wird jetzt hier sicher verstaut. Dieses Auto geht hier schön am Lenkrad an, gefällt mir sehr gut. Und jetzt schalte ich in den Race-Modus für den Sound. Muss man hier lange nach rechts drücken, geht auch nur im Stand. Bin mal ruhig, zeige euch den Sound von innen. Aber so richtig beeindruckend wird es dann ab 7000 Umdrehungen. Was wir jetzt machen, ist losfahren auf die Straße und suchen uns eine kleine Stelle, wo wir einen Launch Control Start machen können. Und wir merken schon, Alter, der geht ja mega ab. Aber ihr wollt ja immer wissen, Launch Control, Launch Control. Ja, mache ich. Probieren wir das also mal. Jetzt stehen wir hier an einer geraden Stelle.
Ich drücke mit links die Bremse, mit rechts das Gas und gehe dann von der Bremse runter. Alter! Was ein kranker Motor. Aber jetzt ist ganz wichtig, ich schalte in den D-Modus, denn der Race-Modus ist gefährlich. Da gehen die Sicherheitssysteme, die Stabis aus. Und was wir hier merken ist, dieses Auto liegt auf der Straße wie eine scheiß Drecksau. Warum eigentlich? Wir haben eine nahezu perfekte Gewichtsverteilung von 50-50 hier drin. Wir haben ein Sperrdifferential mit Torque Vectoring an der Hinterachse, was eigentlich auch unerlässlich ist, wenn man so viel Kraft hier bei dem 1600 Kilo schweren Auto an die Hinterachse packt. Die Bremsen sind sehr gut. Was auch wichtig ist hier drin, was man nicht machen sollte, ist in der Kurve Gas geben oder in die Kurve rein bremsen, weil dann verschiebt der sich so schnell, beziehungsweise dann kommt das Heck so schnell, ja, so schnell kann man gar nicht schauen. Und jetzt fahre ich hier mal zurück, beschleunige mal so durch und da merkt man schon, wenn auch nur die Straße ein bisschen uneben ist, dann geht der eigentlich auch schon leicht weg. Jetzt haben wir hier ja, so ein kleines Auto vor uns, aber wir haben hier drin ja genug Leistung, den einfach zu überholen. Und da merken wir schon, Alter, die Beschleunigung hier drin ist eine Wucht. Der klebt mit der 8-Gang ZF so heftig auf der Straße, das ist krass. Richtig schön sind natürlich hier die Schaltpedal drin. Die sind riesig, die erinnern an Ferrari und perfekt. Und wenn man dann mal so ein bisschen zu schnell in eine Kurve fährt und ein bisschen Gas gibt, dann merkt man schon, oh, das Heck kommt aber leicht hier. Das ist schön, man kann es dann aber auch wieder sehr schön einfangen. Und was ihr hier seht, ist, was das Auto nicht besonders mag, sind schnelle Spurwechsel. Aber da muss der Fahrer halt ein bisschen Übung haben hier drin. Die 8-Gang-Automatik von ZF passt perfekt. Und jetzt eine Sache, die mir noch am Herz liegt bei diesem Auto hier auf meiner Dynamikstrecke, ist einfach der Sound, Freunde. Der Sound, das ist nicht so ein scheiß Vierzylinder, sondern das ist halt ein echter Sound. Und ich mag auch, dass hier drin die Schwungmasse bei diesem Auto, schaut mal, richtig schnell da ist. Das ist schöner als bei einem 8-Zylinder, deshalb war beim F-Type auch der 6-Zylinder der Motor, den ich mehr mochte. Wir haben hier drin ein adaptives Fahrwerk, was schön ist übrigens hier. Wir können dieses Auto auch auf N und auf A stellen. Und stellen wir auf A, dann schaffen wir einen Normverbrauch von 9 bis 10 Liter wahrscheinlich, wenn wir wirklich ein ganz sanftes Gasfüßchen haben und können dieses Auto im Alltag bewegen. Auf der Autobahn werden wir 307 km/h schnell und das kostet auch keinen Aufpreis. Stellen wir allerdings auf D, und ich sage euch ehrlich, ich halte es in so einem effizienten Modus in so einem Auto kaum lang aus, ja, dann werden wir halt auf der Autobahn 307 km/h schnell. Wir haben hier auch noch die Funktion, dass wir die Dämpfer dann per Knopfdruck hier härter stellen können. Die adaptiven Dämpfer sind auch schön. Und jetzt seht ihr mal hier noch was wichtig ist im Auto, weil man sieht hinten nicht gut raus. Die Rückfahrkamera. Und ich sage euch was, wir fahren jetzt zurück zu unserem Platz in den Reben. Aber ich kann von dem hier kaum genug bekommen. Was ein geiles Auto. Und da vermisse ich auch ehrlicherweise die Handschaltung kaum. Dieses Auto hier mit Pamela Anderson zu vergleichen, ist eigentlich eine richtige Farce. Dafür habe ich eine Schelle verdient, denn das ist eine richtig noble Frau, die Giulia. Und vor allem die Quattrifoglio, die Kleeblatt-Version mit 510 PS, ist nicht nur was für den Alltag, sondern hat auch richtig Temperament, kann laut werden, kann aber auch richtig leise sein. Das ist eine Traumfrau. Dieses Auto gibt mir persönlich eben alles, was ich brauche. Pamela Anderson, nur vielleicht ein Teil davon. Ja, wirklich unfassbar tolle Maschine und ich finde, dieses Auto hat es verdient, auch wenn es gerade nicht aktuell ist und kurz vor dem Modellwechsel steht, dass ich euch das nochmal vorstelle. Auf was ich mich mehr freue als auf einen neuen Otto-Katalog, damals mit 10 oder 11 oder 12, sind die GTA und GTA M-Modelle, die werden grandios und ich hoffe, Alpha, dass ich die vorstellen darf. Deswegen schleime ich jetzt ein bisschen. Hier ist die Ausstattungsliste. Danke, lieber Tim. Der macht die immer, sodass ich hier ganz toll euch die Preise präsentieren kann. Dieses Auto beginnt bei 79.000 €. Das ist ja fast ein Schnapper. Und die Ausstattung, die da drin ist, auf die kann man teilweise verzichten. Aber so wie er hier steht, kostet 93.300 €. Wahrscheinlich gibt euch der Alpha-Händler auch noch ein bisschen Rabatt jetzt vor dem Modellwechsel. Und für die Kohle bekommt ihr so scheiß viel geiles Auto. Alter! Und dann ist es natürlich so, ist es gerechtfertigt? Ja, natürlich.
Natürlich. Italienische Frauen mit Temperament, die man vielleicht auch im Alltag fahren will oder erträgt, die sind einfach teuer. Das ist wie beim Heiraten, da ist dann halt jeder Euro nur noch 50 Cent wert. So, ich hoffe, das Review hat euch ein bisschen gefallen, vor allem unterhalten, war nicht nervig. Ihr findet uns auf www.derautotester.de, unserem Online-Magazin. Auf YouTube habt ihr uns gefunden, abonniert das, wird uns sehr freuen, wirklich. Das seid vor allem ihr auch informiert, unterhalten und abonniert mit allen neuen Modellen. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok sind unsere Kanäle gerade aktuell. Schaut da gern vorbei. Ich bin übrigens der Jan und bis bald.